Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar sollte ich auf Wunsch eines Abonnenten Wentworth Miller mal porträtieren. Und auf der anderen Seite wollte ich euch einen Trick zeigen, wie ihr zumindest in DIN A4 oder DIN A5 solche Porträts relativ einfach zeichnen könnt. Beim Zeichnen geht es im Prinzip immer um zwei Dinge, nämlich einmal die proportional richtige Skizze anzufertigen. Und das zweite Problem, das sich dann stellt, ist die ganzen Helligkeiten und Dunkelheiten einzuarbeiten. Gut, jetzt habt ihr zwei Probleme und ich möchte euch zeigen, wie ihr das eine Problem sehr, sehr einfach umgehen könnt. Was ihr dafür braucht, ist Zeichenkohle oder Bleistifte, wenn ihr mit Bleistift arbeitet, Bleistifte in verschiedenen Stärken, sogenannte Estompen oder Papierwischer. Ein Bleistift oder Kugelschreiber, wofür ihr den braucht, zeige ich gleich. Ein kleines Schleifpapier, ich klebe mir die immer auf Karton oder auf Sperrholz, dann ist das ein bisschen stabiler. Ein Radierer, ich nehme diese Stiftradierer, normalerweise habe ich die man spitzt, aber die habe ich gerade nicht hier, deswegen habe ich den mit der Wechselmine. Und dann habe ich noch zwei Radierer als Ersatz, was ich die eventuell noch brauchen sollte, und zwar einen Knetradierer und einen ganz stinknormalen Radierer mit weich und hart. Etwas dickeres Zeichenpapier und natürlich die Fotovorlage. So, und es funktioniert jetzt folgendermaßen. Das kennt ihr von all meinen Videos. Ich nehme nämlich einfach Kohlepapier, lege mir das Porträt hier drauf und zeichne es mit dem Stift nach. Und damit habe ich die Proportion des Gesichts 100% richtig und muss mich jetzt nur noch auf die Helligkeiten konzentrieren. Und dieses nur noch, das ist in Anführungsstrichen, weil ihr relativ schnell merken werdet, dass es selbst bei so einem in Anführungsstrichen einfachen Motiv ganz schön schwer sein kann. Dazu gebe ich euch gleich noch ein paar Tipps, aber jetzt werde ich erstmal die Skizze anfertigen. So, ich habe die Skizze jetzt mit der Hand festgehalten. Dabei ist immer das Problem, wenn ich einmal ranruckle, dann ist es verrutscht. Was ich da empfehlen kann, ist so eine kleine Klemme, womit der Bildvorlage, Kohlepapier und das Zeichenpapier miteinander verbindet, ist in meinem Zeichenset drin, das ihr bei mir übrigens auch auf der Webseite im Shop kaufen könnt. Gut, habe ich jetzt gerade vergessen einzusetzen, passiert. Jetzt haben wir unsere Vorzeichnung fertig und jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich das jetzt hin, dass das Bild einigermaßen realistisch aussieht. Dazu habe ich mal einen Quick-Tipp gemacht, und zwar wie ihr so komplexe Vorlagen, weil die ist schon relativ komplex, zeichnen oder malen könnt. Und zwar indem ihr sie in größere Flächen zerlegt. Ja. So sieht es jetzt ungefähr aus, sieht ein bisschen schrecklich aus, wird sich jetzt aber gleich auflösen, wenn ich loslege. So, ich kaufe mir mal diese Sets bei den Kohlen, weil es da eben verschiedene Stärken gibt. Und für die Feinheit nehme ich natürlich die dünnen her und für die Flächen die großen. Und ich arbeite halt in der Regel von links nach rechts, weil wenn ich von rechts nach links arbeite, dann komme ich mit der Handfläche, mit dem Handballen da rein und verschreibe mir die Farbe immer, die Kohle. Deswegen empfehle ich euch auch ganz zum Schluss noch eine Zutat, nämlich ein Fixativspray, dass es so ein bisschen besser auf dem Papier hält. So, jetzt legen wir mal los. Die ganz dunklen Stellen nehme ich die Kreide, die Kohle so und arbeite da vollflächig, das geht einfach schneller. So, bis zu dem Punkt ist es relativ einfach.
Jetzt seht ihr, dass man hier ja überall die Striche sieht und dafür braucht man halt die Estompen, oder die Papierwischer oder zum Beispiel in den Bereichen hier, wo es ja in der Vorlage ein ganz klein wenig heller ist. Und wenn ich da jetzt ganz vorsichtig drüber streiche, seht ihr, dann kann ich die Kohle hier damit verstreichen, kriege eine einheitliche Fläche und ich kann sogar Überblendungen machen. Der Nachteil bei der Methode, das seht ihr halt auch, dass hier jetzt eben die Striche von Kohlepapier nur erkennbar sind. Ich denke, das ist ein kleineres Übel. Ich habe jetzt den Fehler gemacht, dass ich mit dem Bleistift sehr stark gedrückt habe beim Durchzeichnen. Wenn er da weniger stark drückt, dann habt ihr den Effekt auch nicht so extrem. So, hier sind die Stellen der größten Helligkeit, die lasse ich fast weiß, da ändere ich gar nichts dran. Hier ist irgendwo das Auge, dann ist es hier dunkler. Und hier zum Beispiel habe ich nur genügend Kohle auf der Estompe, dass ich halt die Dunkelheiten, die hier sind, ganz einfach hier nur so einarbeiten kann. Ja, eine Sache ein bisschen vergessen zu sagen. Diese Methode funktioniert natürlich nur, wenn ihr Vorlagen habt wie hier, die einen sehr starken Kontrast haben, einen Hell-Dunkel-Kontrast. Ich habe das Foto noch ein bisschen nachbearbeitet, den Kontrast sogar nochmal erhöht, damit es noch stärker ist und damit es für mich einfacher wird, die Flächen auszuzeichnen in der kurzen Zeit, die mir halt in so einem Video zur Verfügung steht. Und ihr könnt es natürlich selber bestimmen, was ihr machen wollt. Warum habe ich jetzt diese Striche gemacht? Die brauche ich jetzt einfach, um die Kohle mit der Estompe hauchdünn gleich zu verteilen. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Stellen hier oben. Und jetzt seht ihr, wie ich die Kohle jetzt hier eben benutze, um die Flächen hier auszuzeichnen. So, sieht schon ganz gut aus. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich jetzt einen Radierer verwenden werde. Ich habe hier eine Helligkeit, die ist mir jetzt ein bisschen verloren gegangen. Dann nehme ich halt einfach den Radierer und siehe da, da haben wir diesen hellen Strich wieder da. Ja. Ja, und es ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Es sieht immer so einfach aus, aber ihr könnt es gerne mal nachprobieren, dann werdet feststellen, dass die eigentliche Schwierigkeit hier immer ist, die Helligkeiten genau zu bestimmen. Und wie ich in diesem einen erwähnten Video, das ich euch ja hier verlinkt habe, erwähnt habe, kommt es mir halt nicht darauf an, eine Nase zu malen, Auge oder einen Mund oder sonst irgendwas, sondern ich sehe immer nur Flächen. Also ich sehe jetzt hier eine Dunkelfläche, die sich hier so runterzieht, ja? Also nicht ganz so mitteldunkel und geht hier so rüber. Und das sind halt Sachen, die erfordern Übung. Also zum Thema Übung, wenn ihr also in richtigen Proportionen vorzeichnen wollt, dann müsst ihr mindestens ein halbes Jahr investieren und regelmäßig üben, sonst wird das nichts. Ja? Muss ich euch leider die Illusion nehmen, dass es einfach so klappt, ab und zu mal zeichnen und dann kann ich ein richtiges Porträt erstellen. Das funktioniert einfach nicht. Die Helligkeiten und Dunkelheiten auszuzeichnen oder auch zu malen, das gilt ja auch fürs Malen, das klappt schon wesentlich schneller, wenn ihr euch eben innerlich verabschiedet, dass ihr jetzt bestimmte Teile eines Gesichts malt, sondern dass ihr euch wirklich darauf konzentriert, Formen zu malen. Und dann hat es tatsächlich wieder was vom Malen nach Zahlen. Aber das eigentliche Problem, nochmal erwähnt, ist, ihr müsst erkennen, wo sind die Helligkeiten, wo sind die Dunkelheiten, wie sind die verteilt, wo sind denn diese Flächen. Ja? Und das erfordert halt auch wieder Übung und den Künstlerblick und der kommt halt nicht von alleine. Ne? Also das ja, noch ein Tipp hier, seht ihr jetzt schon, ich habe schon ein bisschen Kreide hier drauf und ich versau mir hier so ein bisschen das Bild. Und die preiswertere Variante ist einfach ein Blatt Papier, das ich mir jetzt hier drauf lege und dadurch übertrage ich halt nicht die Kohle, die ich hier auf dem Handballen habe. Ihr seht, dass in der Methode das erstaunlich schnell geht, auch so ein komplexes Motiv fertigzustellen.
So, hier habe ich jetzt das erst ausgemalt und dann mit einem Radiergummi wieder ein bisschen wegradiert und dadurch kriege ich halt so eine leicht graue Fläche. Also das wäre halt eine Alternative zur Arbeit mit den Estompen. So, hier unten, das ist mir eigentlich egal, das mache ich nur relativ oberflächlich, den Hintergrund hier. Und hier hat er so Falten am Hals und deswegen bewege ich sowohl die Estompe als auch die Kohle halt in der Richtung. Und damit kriege ich halt wie von alleine diese streifige Struktur. Und hier gebe ich mir jetzt bei dem Ohr nicht sonderlich viel Mühe, das hat auch einen einfachen Grund. Weil ich jetzt die extremen Helligkeiten halt auch wieder mit dem Radierer raushole, entweder jetzt mit dem hier oder mit dem Stiftradierer. Da habe ich jetzt auch das Brettchen, der Radierer ist also ein bisschen dreckig und dann führe ich den ein paar Mal hier über das Brettchen drüber und dann ist er wieder super sauber und dann kann ich zum Beispiel so eine Stelle, seht ihr, wieder super rausholen. Hier, da ist auch noch eine stärkere Helligkeit. So, hier haben wir noch kleinere Helligkeitsunterschiede, die sind aber so minimal, dass ich die kaum rausarbeiten kann. Da arbeite ich jetzt super vorsichtig. Gar nicht mehr mit der Kohle, sondern wirklich mit der restlichen Kohle, die auf den Estompen ist. Da ist es noch ein bisschen dunkler hier durch die Bartstoppeln. So, und an den Augen mache ich den Trick, den ich vorhin schon hatte, nämlich dass ich da mit der Kohle auf der Estompe das jetzt dunkler mache. So, und hier die Bartstoppeln, die tupfe ich jetzt einfach. So, wenn es jetzt zu dunkel geworden ist, dann nehmt ihr halt einfach den Knetradierer. Und der funktioniert halt nicht wie ein normaler Radierer, das also ruppelt, um die Farbe abzukriegen und danach hier diese Krümel hier habt, sondern der Knetradierer, der nimmt die Farbe auf, also die Kohle. Das heißt, ich kann den ganz leicht jetzt hier drüber führen und kann damit die Bartstoppeln aufhellen. Seht ihr? So, super einfacher Trick. So, und das war's. Also so schnell in Anführungsstrichen geht das. Ja, okay, und wie immer hoffe ich, dass das für euch eine kleine Anregung gewesen ist, mal von den 2 Problemen, die man beim Zeichnen hat, mal eins wegzulassen und sich mal nur auf die Helligkeiten und Dunkelheiten zu konzentrieren. Ja, und beim nächsten Mal könnt ihr dann halt wieder hingehen und entweder nur die Vorzeichnung machen oder dann schon mal das, was ihr hier gelernt habt, mit der Vorzeichnung zusammen. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!